Einen wunderschönen guten Morgen aus Alanya. Ihr seht, ich frühstücke. Heute gibt es mal etwas anderes. Schaut euch mal bitte die Farbe von dieser mega Avocado an. Wie gut das einfach ausschaut. Und ich nehme euch heute mit. Ich möchte euch nämlich ein paar Plätzchen zeigen, wo es enorm schön ist. Nämlich hier rund um Alanya, nicht in Alanya selber, rund um Alanya. Deswegen bleibt auf jeden Fall gespannt, bleibt dran. Und das ist meine persönliche Energietank-Wohlfühlzone. Es gibt hier unfassbar tolle und schöne Ecken. Und dann dachte ich mir, das ist bestimmt auch interessant für euch. Deswegen, let's go! Irgendwie ist es zurzeit wieder so diesig. Ich weiß gar nicht warum. Also es ist echt wie als ob sich so ein Film über Alanya gelegt hat, gefühlt. Oh, und seht ihr das Schild hier? Ich habe das ja in meinem letzten Vlog gesagt. Hier seht ihr das braune Schild mit der weißen Schrift. Da geht so Sietra hoch. Wer dort oben noch nicht war und sich das auf jeden Fall mal anschauen möchte, absolute Empfehlung, Leute. Passt immer auf diese braunen Schilder mit weißer Schrift auf. Jetzt sind wir hier in Demirtaş. Hier sind auch ein paar Strandbars. Ja, und ihr seht, es wird hier fleißig überall gebaut. Und es ist ja so, also ich bringe euch jetzt mal hier ein bisschen Türkisch bei. Ne? Demir ist Eisen und Tasch ist Stein. Vielleicht liegt es daran, weil hier so viele Steine sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das hier ist ein sehr, sehr guter Platz für die lieben Hundeliebhaber, weil hier kannst du mit deinem Hund einfach laufen. Du kannst ihn frei laufen lassen. Der kann fetzen. Also es ist unfassbar. Beide haben wirklich viel Spaß. Zum Baden würde ich das jetzt hier nicht so empfehlen. Kann man schon mal machen, aber da muss man auf jeden Fall so Schuhe anziehen. Aber für die Hunde ein Paradies. So, und jetzt wird es sehr interessant. Ihr müsst hier nämlich auf die alte Gazi-Pascha Straße fahren. Das ist nämlich viel, viel schöner. Immer schön die lange Straße fahren, gell? Und könnt ihr das sehen, hier rechts neben mir haben die Fahrradwege gemacht. Das finde ich richtig cool. Also ich bin hier selber zwar noch nicht Fahrrad gefahren, aus diversen Hitzegründen, aber also im Winter habe ich hier schon den einen oder anderen gesehen. Warum auch nicht? Also wirklich wunderschön. So, also wie sind die Straßenverhältnisse hier auf der alten Gazi-Pascha Straße? Es gibt ja die Umgehungsstraße, also die D400. Und ich würde es mal so ausdrücken, hätte ich jetzt Joghurt gefrühstückt, hätte ich jetzt Ayran im Bauch. Spaß beiseite. So schlimm ist es nicht, man muss ein bisschen langsamer fahren, aber ich liebe diesen Weg, weil es einfach noch so, wie soll ich sagen, so ursprünglich ist und man sieht an den ganzen Gesteinen hier, die ganzen Felsen, ja, einfach wie die Natur noch so ist. Und ich finde, es gibt einen immer eine unfassbare Energie. Und ja, jetzt möchte ich euch mal hier 2 Strände zeigen, wo es wirklich unfassbar schön ist, auch reinzugehen. Ich muss sagen, für mich persönlich sind die Wellen heute ein bisschen zu stark. Und aber hey, krass, schaut euch das mal an. Das wären richtig schöne Surferwellen. Wenn da nicht diese Steine wären, aber dann könntest du die echt gut reiten, muss ich ehrlich sagen. Wow!
Also hier ist ja auch so eine Art Kalle. Also hier sind ja so ein paar Reste von Steinen. Das könnt ihr hier an den Umrandungen sehen. Und es gibt hier überall so ganz, ganz kleine Buchten. Also ihr seht die Menschen auch da unten drin planschen. Ich habe keine Ahnung, wie die runtergekommen sind. Wahrscheinlich da hinten über den Weg runter. Ja, aber das ist mir jetzt halt hier mit den Schlappen auch irgendwie ein bisschen zu gefährlich. Und ihr seht, die haben da unten, da sind so ganz kleine Höhlen. Da kann man reingehen. Auch kleine Zelte. Da kannst du halt überall reingehen. Und ein ganz wichtiger Punkt hier, Leute. Ich weiß nicht, ob die meisten Menschen halt einfach nicht lesen können oder so. Aber wisst ihr, Türkei macht ja eigentlich schon was dafür, dass man einfach seinen Müll nicht liegen lassen darf. Und irgendwie gibt es halt einfach trotzdem immer geistig Behinderte irgendwie. Wer hierher kommt, aber ich meine die meisten Deutschen, von denen ich das zumindest kenne, die räumen sowieso ihren Müll eigentlich immer weg. Und ja, deswegen, auch wenn ihr eine Hand frei habt, wie gesagt, nehmt ein bisschen Müll mit und damit tut ihr der Natur einfach was Gutes. Und es ist vor allem gratis. Ich wollte eigentlich schon vorher sagen, es hat ein bisschen abgekühlt auf 32 Grad. Aber ich schwitze trotzdem. Halleluja. Also wirklich, wenn die Wellen heute nicht so hoch wären. Ich habe mir ja schon überlegt, ob ich mein Bikini mitnehmen soll. Aber das ist mir ein bisschen zu risky. Muss man mal aufpassen, wirklich. Die Wellen sind hier schon heftig, wirklich heftig. Also bei sowas würde ich dann generell immer über den Steg reingehen, wenn sowas da ist. Aber ansonsten so, da muss man echt die Wellen gut lesen können. So, jetzt bin ich auch an einem sehr schönen Strand hier angekommen. Da war ich auch schon baden. Der heißt Kadınlar Plage. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber ich habe jetzt hier gerade das Schild gesehen. Da steht halt drauf, unter der Woche 10 bis 20 Uhr offen und am Wochenende 9 bis 20 Uhr. Aber jetzt heißt es da, man kann hier nur bar bezahlen. Und ich dachte eigentlich, dass das for free wäre. Also der Strand schaut auch ziemlich leer aus. Aber da sehe ich jetzt auch niemanden, wo man jetzt zahlen müsste. Das macht aber nichts. Ihr bekommt hier ein paar schöne Drohnenbilder. Ich muss sagen, das ist echt ein Stückchen Paradies da unten. Also es ist fast nur Sandstrand. Also wirklich ein Traum. Übrigens, hier ist ein ganz tolles Hotel oder beziehungsweise auch, ja, ich würde sagen, Day-Spa-Ort. Da kann man, glaube ich, für 50, also zwischen 50 und 70 Euro, glaube ich, gehst du rein. Adults only, keine Kinder. Kannst du da reingehen und kannst quasi für diesen Eintritt, für das Geld, kannst du Speis und Trank zu dir nehmen und kannst ja, einfach einen tollen Tag hier verbringen. Für alle Lovebirds unter euch, das ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Gazi Pasha rein. Also ich liebe Gazi Pasha. Es ist alles sehr ruhig und auch sehr, ja, wie soll ich sagen, einfach natürlich. Also hier kommt man wirklich ein bisschen zur Ruhe und ist so quasi aus diesem Gewusel draußen. Also ich muss sagen, Kargijak ist ja sowieso sehr ruhig, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist nicht so touristisch überfüllt. So Leute, ich bin jetzt hier in Gazi Pasha angekommen. Direkt da vorne am Strand. Also das ist schon Wahnsinn, ne? Hier Bananen wachsen am Strand. Und ihr seht es vielleicht hier an der Erde. Die ist ja ziemlich
reichhaltig an Eisen. Und hier irgendwo ist auch, glaube ich, ein Feigenbaum. Ich rieche das. Meine Nase, du. Ja, und jetzt zeige ich euch noch was Cooles, weil ich finde es ja schon echt schade, dass es hier keine Kokospalmen gibt. Aber dafür gibt es hier andere Palmen, nämlich gute Dattelpalmen. Das ist echt krass. Und ich habe schon den einen oder anderen mal gesehen, die machen hier auch zum Beispiel Dattelschnaps. Oder wisst ihr, die Früchte, die trocknen ja hier von ganz alleine. Also diese Datteln schmecken so fantastisch, wirklich. Und ein Nachbar von uns hatte die mal weggeschmissen, der hatte die Äste abgesägt und die sind echt schwer. Ich sag's euch, die sind richtig schwer. Und ich habe die alle eingepackt und habe die dann angefangen zu trocknen. Und das ist einfach der natürlichste, beste Zucker, den man einfach haben kann. Das ist phänomenal. Ja, aber ich will jetzt gar nicht hier weiter über Datteln reden. Ihr merkt ja schon, wie begeistert ich bin. Ich bin ja hier am Ende von Gazi Pascha. Da hinten ist zum Beispiel eine kleine Höhle, da kann man durchgehen und hier ist ein kleines Restaurant. Ja, und ich muss sagen, ich gehe hier auch wahnsinnig gerne her, weil mein Handy gar nicht so guten Empfang hat. Deswegen ist es hier immer sehr schön, mal einfach abzuschalten, ne? Und der Seele einfach freien Lauf zu lassen. Also ich komme hier wahnsinnig gerne her und ja, es ist einfach immer wieder schön und ich merke gerade, wie ich schwitze. Ich frage mal, ob ich da hinten in die Höhle reingehen kann. Gucken wir mal. Also ich gehe jetzt da tatsächlich mal durch. Ich komme mir gerade so vor wie in Narnia. Kennt ihr das? Ich komme so in einer anderen Welt raus. Oh, ist das schön. Ein Traum. Genau da setze ich mich jetzt hin. Ja, ich glaube, ich muss das Mikrofon ein bisschen näher an meinen Mund halten, weil die Wellen wirklich enorm laut sind. Also da kann ich euch auch als Tipp geben, die Leute finden es ja immer hier phänomenal, wenn die direkt am Meer leben. Ich muss sagen, ich war hier schon an sehr vielen Stellen direkt am Meer und es ist einfach laut. Es ist wirklich laut. Also ob ihr da in der Nacht schlafen könnt, das weiß ich nicht genau. Ansonsten, für mich ist das immer mein persönlicher Ruhepol. Also ich komme hier total zur Ruhe. Dadurch, dass ich hier so gut wie fast gar kein Handynetz habe, muss ich sagen, stoppt mich das auch manchmal aus. Und ja, diese salzhaltige Luft, diese jodhaltige Luft ist einfach, tut einfach der Seele gut. Ansonsten, ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar schöne Stellen zeigen. Und glaubt mir eins, das war nicht das letzte Mal, dass ich hier in Gazi Pascha und Umgebung war. Denn hier gibt es noch sehr, sehr viel zu sehen. Und das möchte ich euch natürlich auch zeigen, weil ich muss sagen, ich habe hier wirklich enorm viel Spaß, diese Videos zu machen. Und deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Ben bir cola zero alayım. Evet, bir tane. Teşekkürler. So, mal kurz der Cola bestellt. Wem das Video gefallen hat, der darf dem Video gerne ein Like geben. Ich würde mich wahnsinnig über ein Abo freuen, über das Teilen sowieso. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar coole Eindrücke vermitteln. Und ansonsten werde ich die Standorte hier unter meinem Video verlinken. Und ja, jetzt mit diesem Ausblick verabschiede ich mich. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag oder wo ihr gerade seid. Auf jeden Fall, dieser Ort ist definitiv einen Besuch wert. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.